Hallo und willkommen in meiner Küche. Zwischendurch mache ich immer mal gerne Chicken Wings. Die Hühnerflügel werden im Backofen gebacken, sind würzig und schön knusprig. Sie lassen sich gut einfrieren und man hat immer einen kleinen Hungertöter zur Hand, wenn man Lust auf etwas Herzhaftes hat oder ein spannendes Endspiel zu sehen ist. Für die 12 Wings bereite ich zuerst eine Würzmischung vor. In eine Schüssel gebe ich 2 Esslöffel Backpulver, 1 Teelöffel Paprikapulver, 1 Teelöffel Pfeffer und 1 Esslöffel Himalaya-Salz. Alles wird gut vermischt. In eine andere Schüssel gebe ich die Flügel und bestreue sie mit der Würzmischung, wende sie und wiederhole den Vorgang. Und genauso verfahre ich mit den restlichen Flügeln. Man kann sie auch in der Plastiktüte lassen, die Würzmischung dort hineingeben und in der Tüte vermischen. Dann hat man anschließend zwar weniger Geschirr zu spülen, aber die Verteilung der Gewürze kann unregelmäßig sein. In meine Eisenpfanne habe ich etwas Rapsöl gegeben und dort hinein gebe ich nun die Flügel, die Hautseite nach oben. Die breite Seite zeigt nach außen und die spitzere Seite ins Zentrum der Pfanne zur optimalen Ausnutzung des Raumes. Man kann sie ruhig sehr eng legen, einmal gar werden sie etwas kleiner und alles ist gut. Eventuell noch restliche Würzmischung aus meiner Schüssel verteile ich darüber und an den Rand der Schüssel gieße ich noch etwas Öl, damit das Fleisch dort nicht zu sehr anbeckt. Sie werden nun im Ofen bei 190 Grad Celsius für 50 Minuten gebacken. Das gibt mir die Zeit, einen Dip zuzubereiten. In einen Topf gebe ich 2 Esslöffel Tomatenmark, 2 Esslöffel fruchtige Orangenmarmelade, 2 Esslöffel Gurkenwasser. Dann geht es weiter mit einem Esslöffel Sriracha-Soße. Sriracha-Soße ist eine fermentierte Peperoni-Soße, die man problemlos selber machen kann und die ewig hält. Alles einmal durchrühren, etwas Meersalz kommt auch noch dazu und dann nach nochmaligem Durchrühren noch 1 Teelöffel Tahini-Paste. Das ist eine Sesampaste. Wer kein Tahini hat, kann auch Sesamöl nehmen. Wer auch das nicht hat, hat Pech gehabt. Die Tahini-Paste gibt der Soße eine gewisse Geschmeidigkeit, die bewirkt, dass sie gut an den Chicken Wings haften bleibt, wenn man sie hineintunkt. Die Soße wird einmal kurz aufgekocht und in ein sauberes Glas gefüllt. Sie hält sich problemlos 2 bis 3 Wochen im Kühlschrank. Wie noch eine weitere Soße aus dem Bratensaft gemacht wird, zeige ich später, also bleibt bitte noch dabei. Nach 50 Minuten sehen meine Wings so aus. Da einige Stellen noch etwas trocken sind, pinsele ich sie mit einem Backpinsel mit etwas Fett vom Boden der Pfanne ein. Schön knusprig sind sie auf jeden Fall schon mal. Sie werden noch weitere 10 Minuten überbacken. Falls sie noch nicht so knusprig sein sollten, wie ihr euch das wünscht, kann man sie in diesen letzten 10 Minuten auch einfach übergrillen oder nur Oberhitze geben. So, alles ist fertig und man kann die Pfanne einfach auf den Tisch stellen oder Portionen anrichten. Und nun zu der zweiten Soße. Die restlichen Flügel habe ich eingefroren und in meiner Pfanne sind hier noch die Bratensäfte. Ich gebe noch eine halbe Tasse Wasser hinzu und setze die Pfanne aufs Feuer. Nach einer Weile lösen sich die Rückstände. Man kann nun entweder 1 bis 2 Teelöffel Maisstärke in 1 bis 2 Esslöffel Wasser auflösen, in die Pfanne geben und aufkochen und man hat eine wunderbare Soße, oder man gibt die Flüssigkeit einfach in einen Behälter, lässt sie abkühlen und friert auch diese ein. Wenn man mal ein Hühnerfilet pochiert oder zu einem Schnitzel verarbeitet, hat man im Handumdrehen eine Soße zur Hand, frei von Geschmacksverstärkern oder sonstigem. Und genau das mache ich damit. Deckel drauf, natürlich unbedingt richtig beschriften und ab damit in den Tiefkühler. Ich hoffe, ihr probiert mein Rezept einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Über ein Abo auf meinen Kanal würde ich mich natürlich riesig freuen. Ihr könnt mir auch auf Instagram und Facebook folgen und wie immer guten Appetit!